Heute erreichen wir Kea, die grüne Insel, auf der nach der griechischen Mythologie die Nymphen und Löwen gelebt haben. Im Nordwesten der Insel befindet sich die Bucht von Corycia, was auch die Hauptstadt der Insel ist. Die Bucht bildet einen Naturhafen, der uns vor dem angedrohten Wetter der kommenden Tage schützen wird. Zusätzlich zum Anker haben wir an einer Mooringboje festgemacht. Bei den aufkommenden Winden werden wir nochmal umankern und uns korrekt an die Mooringboje hängen. Festgemacht haben wir vor dem kleinen Dorf Vokari gegenüber der archäologischen Ausgrabungsstätte. Von dort aus erreicht man in 15 bis 20 Minuten zu Fuß die Hauptstadt Corycia. Die Charterer, die kommen seit vorgestern hier rein und raus. Es ploppte auf, die Chartersaison hat begonnen. Aber hier an Land, da ist noch nicht wirklich los. Cappuccino in einem netten Café getrunken. Relaxed. Und Katzen gefüttert. Guck mal, der frisst noch die Reste, ne? Ja. Sehr nettes Café hier. 4 Tage später hat sich das schlechte Wetter verzogen. Wir können einen Leihwagen nehmen und erkunden die Insel. Als erstes geht es in den Ort Mapia, das ist die Chora von Kea. In Mapia gibt es ein paar historische Gebäude zu sehen. In der Chora erkunden wir mal wieder die engen Straßen und Treppen. Der Weg führt zu einem alten Castle. Das passt hier wieder schön zu Lost Places. Ja. Sag mal durch. 2 Stufen runter, dachte ich noch, wir müssen drumherum. Man glaubt es kaum, dass diese Sehenswürdigkeit so verfallen ist. Das Castle ist heute ein Lost Place und auf die ehemaligen Mauern wurde eine Jugendherberge gebaut. Das ist aber wirklich hier.
Auf alle Fälle ist dies ein interessanter Ausflug. In der Inselhauptstadt Lowlida befindet sich das Archäologische Museum von Kea. Im Museum werden seltene Artefakte und Kunstgegenstände der neolithischen Zeit gezeigt. Das Museum enthält einzigartige lebensgroße Steinfiguren der mittleren Zykladen. Dies ist eine Büste der Athene. In den Löchern in den Figuren waren Kunstgegenstände und Dekorationen angebracht. Der untere Abschnitt einer weiblichen Statue. Die meisten Exponate hier im Museum stammen aus dem Tempel der Athene aus Carteia. Der Tempel in Carteia wird auf den Zeitraum des 6. Jahrhunderts vor Christus datiert. Carteia liegt an der Südostküste der Insel und ist eine Ausgrabungsstätte, die nur über einen kleinen Fußpfad oder mit dem Boot erreichbar ist. Lost Place for Sale. Urige, überdachte Gassen durch die Hauptstadt von Kea. I love Kea. Das ist nicht Ikea. Der nächste Abschnitt unserer Erkundungstour über die Insel führt zum Löwen von Kea. Der Löwe von Kea ist nur zu Fuß zu erreichen. Und der Löwe von Kea. Der historische Löwe von Kea ist eine Steinfigur. Der Sage nach vertrieb der Löwe die Nymphen, sodass seit dieser Zeit die Insel unter Trockenheit leidet. Die Steinskulptur mit beträchtlichen 6 Meter Länge soll aus dem Jahr 500 vor Christus stammen.
Der Anker fällt bei 6,80 Meter Wassertiefe in glasklarem Wasser. Wir konnten den Anker sogar am Grund liegen sehen. Der Ankerplatz ist in der unmittelbaren Nähe der Tempelanlage von Carteia. Heute wollen wir als erstes die Ausgrabung des Theaters von Carteia besichtigen. Angelandet. Vom Strand aus führt ein schmaler Pfad zur Ausgrabungsstätte. In der Antike blühten auf der Insel Chios 4 Stadtstaaten: Loulilis, die heutige Hauptstadt, Carteia, Koressia und Bruiessa. Das Theater liegt am Fuß des südwestlichen Hanges der Akropolis von Carteia. Es stammt aus der Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus. Wie jedes antike griechische Theater besteht es aus einem halbkreisförmigen Bereich, der die Sitze für die Zuschauer beherbergt. Die Gesamtkapazität des Theaters wird auf 880 Leute geschätzt. Der Zuschauerraum besteht aus 15 Sitzreihen, die durch 3 Treppen in 4 Segmente unterteilt sind. Das Theater ist komplett aus Schiefersteinen gebaut. Am Fuß des Zuschauerraums befindet sich eine Ableitung von Regenwasser. In frühchristlicher Zeit wurde über einem großen Teil des Theaters ein großer Badekomplex errichtet. Der Bau der römischen Bäder zerstörte einen großen Teil der Bühne des Theaters. Der Europa Nostra Award 2017 ist eine Auszeichnung für herausragende Leistungen im Bereich des Kulturerbes in Europa. Er wurde 2017 an 29 Gewinner aus 18 Ländern vergeben. Am Strand haben wir dann noch einen Künstler getroffen, der seine Urlaubserinnerungen in Aquarell festhält. Heute steigen wir hoch zur Akropolis. Der Anstieg ist gar nicht so beschwerlich, wie er von unten aussieht. Die Siedlung Carteia geht auf das 8. Jahrhundert vor Christus zurück und entwickelte sich zu einem großen, wohlhabenden Stadtstaat mit ca. 1500 Einwohnern. Die Tempelanlage selber besteht aus 3 hauptsächlichen Gebäuden. Tempel selbst. Dem Gebäude D, was eine Krypta war, und dem Eingangsbauwerk.
Stadt Carteia war bis zum 7. Jahrhundert nach Christus bewohnt und wurde dann nach und nach verlassen. Der Ort war jahrhundertelang verlassen, doch die Ruinen blieben sichtbar. Erst 1811 wurden die Ruinen wiederentdeckt und erste Ausgrabungen wurden in den Jahren 1960 bis 1995 gemacht. Das war jetzt der Abgang vom Tempelplateau an diesem irren Stein hier vorbei, was Natur an Kunst schafft. Wahnsinn. So, und das ist jetzt der Weg zum unteren Plateau. Und übrigens, nirgendwo in Griechenland habe ich so eine an Deutschland herankommende Wiesenpracht gefunden. Wahnsinn. Vor allem Gras und Klee. Irre. Das habe ich bisher nirgends gesehen. Okay, hier war anscheinend mal ein Gebäude. Da sieht man noch den Verputz. Mit Blick auf die Bucht. Ach, guck mal. Hier hat jemand seine Drohne vergessen. Gesammelte Steinchen, der Archäologen. Und sortiert. So, unser Ankerplatz. Und das hier ist jetzt Tempel Apollon-Tempel. Ah, und da ist auch, wie ich schon in Google gelesen, die Steinnische, wo die Bronzestatue drin war. Den Rest haben wir im Archäologischen Museum im Norden von Kea gesehen. Die eigentliche Stadt von Carteia lag oberhalb der Tempel auf dem Hochplateau. Dieses ist aber bis heute noch nicht ausgegraben.
Mit Blick auf das Wetter sind wir noch am Nachmittag aufgebrochen, um in einer Nachtfahrt in den Saronischen Golf auf die Insel Poros zu fahren. In der Nacht haben wir die Hauptschifffahrtsstraßen, die um den Peloponnes führen, sowie nach Athen gekreuzt. In Kartaia hatten wir die Gelegenheit, eine Menge Blumen und Gras zu stechen. Daraus haben wir für unsere Katzen eine Katzengraswiese mit Wiesenblumen gepflanzt. Einer der Chefs begutachtet die Blümchenwiese. Sieht noch ein bisschen wüst aus, aber an der archäologischen Stätte, da wuchsen ganz viele Blümchen in dem Kies und dadurch konnten wir die Wurzeln damit rausholen. Ja, mal gucken, ob es überlebt. Wir schauen. Und ansonsten haben sie halt 2 Wochen Spaß damit. Gibt auch nasse Füße, ne?